Hallo, ich begrüße euch jetzt zum 10. Video meiner Playlist zur IT-Security, Datenschutz und Sicherheit. Dieses Video beschäftigt sich mit der sicheren Internetnutzung, praktisch dem allgemeinen Verhalten, was man da zeigen sollte. Wie üblich der Hinweis, ihr könnt das, was ich hier spreche, als deutschen Untertitel hören. Das sage ich deshalb, weil viele meiner Kursteilnehmer, die sprechen Deutsch als Fremdsprache und dann kann man sich das in aller Ruhe nochmal anschauen. Auch mit reduzierter Geschwindigkeit, das ist ja bei YouTube möglich. Abgesehen von den deutschen Untertiteln gibt es dann auch noch Untertitel in mehr als 100 Sprachen. Das geschieht dank der automatischen Spracherkennung und der automatischen Übersetzungen. Wie ich schon zuvor sagte, die Fehlerquote ist mittlerweile sehr gering, unter 1%. Manchmal nur 1 Promille, das heißt ein Zehntelprozent. So, das zu den Vorbemerkungen. Weitere Details findet ihr dann in der Arbeitsmappe, die verlinkt ist in der Beschreibung zum Video. Da kommt ihr dann auf eine Excel-Arbeitsmappe, die ihr im Browser öffnen könnt. Das Internet vergisst nichts. Den Beweis trete ich hiermit an. Ihr seht hier Fragmente oder eine vollständige Website von mir, die, wie sie vor 20 Jahren aussah, das sehen wir hier oben links, da habe ich den Konfuzius zitiert. Man kann es hier oben sehen, die ist von 2003. Irgendwann im März 2003 habe ich die erste Version erstellt. Ein Jahr später sah das schon ein bisschen anders aus. Sieht man hier virtuelles Online-Training. Und noch ein Jahr später, da sieht man dann, dass ich da ECDL-Trainer war und mich da auch auf der Webseite zu geäußert habe, was ich da an Kursangebot habe. Und man sieht, hier ist also auch noch fast ein Jugendbild von mir. Das ist also auch etwa 20 Jahre alt. So viel zu diesem Thema. Wenn ihr alte Webseiten googeln wollt, das ist ganz legal. Wayback Machine, das ist das Stichwort, was ihr da eingeben könnt. Und dann kommt er hier auf das Webarchiv. Und da kann man also unter Millionen Websites wählen und kann sich also auch die frühen Formen dieser längst geglaubten, gelöschten Seiten wieder anschauen. Das Nichtvergessen des Internets, das hat natürlich gravierende Folgen, die ihr bei allen euren Taten berücksichtigen solltet. Vergessen werden nämlich auch nicht die kompromittierenden Materialien, die ihr vielleicht bei irgendwelchen sozialen Medien hochgeladen habt, irgendwelche Partybilder, wo man dann betrunken irgendwo rumlag oder vielleicht auch, was es wohl auch gibt, sogenanntes Sexting oder eben, dass man anderen Jugendlichen als Mutprobe Nacktbilder zuschickt oder vielleicht auch als Liebesbeweis. Da habe ich hier etwas aus dem Merkur, einer Münchner Zeitung. Und da hat eine 13-Jährige dann jemanden Bilder geschickt, die gelangten aber in falsche Hände. Und dann wurde das Mädchen gemobbt und am Ende hat sie Selbstmord begangen. Das kann man also da nachlesen. Das ist natürlich schon sehr dramatisch. Es sind aber nicht nur Jugendliche gefährdet, auch Erwachsene, die werden erpresst. Da gab es mal einen Fall einer deutschen Milliardärin, kann man auch heute noch in der Süddeutschen Zeitung nachlesen, die da von einem Gigolo umgarnt wurde und dann letztendlich hat er sie erpresst, aber sie ist dann glücklicherweise zur Polizei gegangen, weil die Erpressungen, die werden dann nie aufhören, wenn sie einmal zum Erfolg geführt haben. Ich will jetzt einfach mal etwas beschreiben, was ihr nachvollziehen könnt. Stellt euch vor, die Datenspeicher der gesamten sozialen Medien, die ihr nutzt, die werden gehackt und Verbrecher machen sich eine Kopie von diesem Material. Das hat es ja schon gegeben, jetzt nicht in diesem Bereich Jugendliche, sondern NSA, der amerikanische Geheimdienst. Da wurde Datenmaterial gestohlen und das ist dann über Hongkong jetzt in Russland angekommen. Und das ist natürlich extrem peinlich für die Betroffenen. In dem Fall kann man eigentlich dankbar sein, dass solche Machenschaften von befreundeten Regierungen auch aufgedeckt werden. Aber die sehen das natürlich ganz anders, wenn man ihnen auf die Finger schaut. Stellt euch vor, eure
privatesten Dinge, die gelangten in die Hände von Verbrechern und sie stellen sich dann das über euch zusammen, was als maximale Drohkulisse Wirksamkeit entfalten könnte. Irgendwelche Bilder, wo ihr nackt seid oder wo ihr irgendwas Dummes getan habt, was vielleicht bei Freunden oder im Bekanntenkreis sehr negativ wirken würde. Vielleicht bewerbt ihr euch später auch mal um eine Stelle und dann kann eventuell dieses Material eventuell auch auf ganz legale Weise noch zu Leuten kommen, die dann über eure Einstellung entscheiden. Das kann also alles sehr peinlich sein. Im Zweifelsfall sollte man sich erstmal überprüfen, stelle ich das jetzt irgendwo bereit? Das macht ja vielleicht in dem Augenblick einen interessanten Eindruck, man macht sie interessant, aber denkt bitte darüber nach, wie könnte das auch in ein paar Jahren dann wirken. Dann lässt sich das nicht mehr aus der Welt schaffen. Von der Polizei, da gibt es eine Seite, Betrugsmasche Sextortion, lassen Sie sich nicht erpressen. Täter filmen Opfer über Webcam, geschulte Täter, erniedrigte Opfer. Das ist also alles eine interessante Sache, sowohl für Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Wer eventuell da gefährdet ist, der sollte sich das im Zweifelsfall mal anschauen und vorsichtig sein, wenn es um die Weitergabe von kompromittierenden Bildern geht. Das ist einfach immer dann in den Händen von anderen Menschen. Und ob man denen immer wohlwollend in Zukunft noch gegenübersteht, ist auch eine andere Sache. So, das ist das Thema Sextortion. Polizei klärt auf. Jetzt habe ich genug über diese Dinge gesprochen im Bereich des Intimlebens. Aber es gibt eben auch Datenspeicher im öffentlichen Bereich. Und wenn man da vermeiden kann, Daten abzuliefern, dann sollte man das tun. Ein ganz gravierenden Fall, der könnte stimmen, weil es ist eine seriöse Quelle, Spiegel, angeblich Daten von 1 Milliarde Chinesen geleakt. Und da steht eine ganze Menge drin und das sind Daten, die man so auch im Allgemeinen abliefert. Namen, Adressen, Mobilfunk, Ausweisnummern und Angaben über irgendwelche begangenen Straftaten. All das kann missbraucht werden. Was vermeidbar ist, an Daten preiszugeben, sollte man auch vermeiden. Mit solchen Daten, die einiges über eure Person aussagen und die vielleicht auch genommen werden, um die Plausibilität zu bestätigen, die können auch missbraucht werden, zum Beispiel um Waren zu beschaffen. Es gibt Opfer von Identitätsdiebstählen, die erhalten dann plötzlich Mahnungen über unbezahlte Rechnungen. Was ist da passiert? Jemand hat, weil er die Identität kannte, hat er Waren bestellt, die wurde dann auch geliefert, meistens an irgendwelche Adressen, die dann hinterher nicht mehr nachzuvollziehen sind oder nicht mehr existieren oder an Postfächer. Und dann ist die Ware rausgegangen. Und dann geht auch eine Rechnung raus, vielleicht bei euch, aber vielleicht auch an irgendeine andere Adresse, damit ihr davon so schnell nichts mitbekommt. Und die ist dann unbezahlt und der Lieferant, der sendet dann plötzlich Mahnungen. Der meldet das bei der Schufa an, dass er offene Rechnungen hat und dann habt ihr da einen Eintrag und ihr wisst gar nicht warum, weil eure Identität missbraucht wurde. Da gibt es extra von der Schufa eine Seite, die dann Auskunft gibt, was ihr da machen könnt. Wenn ihr nämlich solche Einträge habt, dann habt ihr ein Problem, vielleicht auch schon, wenn ihr nur einen Handyvertrag haben wollt oder wenn ihr eine Wohnung mieten wollt, ein Auto vielleicht oder vielleicht einen Kredit benötigt. Das ist alles ein Hindernis, dass man solche Dinge in Anspruch nehmen kann. Deshalb schaut euch an, was bei der Schufa über Identitätsdiebstahl ausgesagt wird und dann seid in Zukunft möglichst vorsichtig und handelt, wenn ihr meint, dass da was nicht richtig ist. Wenn ihr euch auf Webseiten bewegt, dann sind die Websites aus der EU, besonders aus Deutschland, die kann man schon erkennen, dass das seriös ist. Die haben vorne ein Schloss vor der Adresse, dann ist da auch das Protokoll zu erkennen an HTTPS. Und wenn man da auf das Schloss klickt, dann sieht man auch das Zertifikat, was dazu gehört. Seriöse Webseiten
aus dem europäischen Raum, auch die, die geschäftlich genutzt werden, die müssen auch alle ein Impressum haben. Das ist gut, weil dann weiß man, wer dahinter steht, man kann sich besser informieren. Nachteilig ist das aber auch beispielsweise für mich. Ich habe deshalb also auch schon gelegentlich mit Identitätsdiebstahl zu tun, weil jemand meine Angaben, die ich auf den Webseiten, wo ich beteiligt bin, leisten muss, missbraucht, um da irgendwas zu tätigen, was mir schädigt. Das passiert nicht allzu oft und ich werde dann auch immer ganz schnell aktiv und habe da also auch schon mehrfach Erfolg gehabt. Aber lästig ist das trotzdem. Impressumspflicht ist eben für denjenigen, der da steht, nachteilig, weil man weiß zumindest den Namen und die Anschrift des Betriebes. Ich habe hier die Website von der Siemens AG mal als Beispiel genommen, damit ihr also seht, wie eine Website eines seriösen Unternehmens aussieht. Man sieht das, wir schätzen Ihre Privatsphäre, Thema Cookies, das kann man sich dann auch nochmal bei Gelegenheit anschauen. Ich wähle jetzt mal hier Cookies ablehnen, die Impressumseite kann man trotzdem sehen. Und da sieht man, hier ist also erstmal die Adresse, eine E-Mail-Adresse, Telefonnummer steht da drin, der Aufsichtsratsvorsitzende und der komplette Vorstand. Und unten steht dann also auch die Handelsregistereintragung oder die steuerliche Identifikationsnummer, also alles Daten, die man normalerweise nicht so gern von sich preisgeben möchte. Und dann sehen wir hier unten drunter auch noch die Verantwortlichen und weshalb die da stehen, steht auch gleich dahinter, Paragraph 18 Absatz 2 Medienstaatsvertrag. So, das zum Thema Impressum. Also Impressum und dieses Schloss hier vorne, das ist also ein Merkmal von seriösen Websites. Da sehen wir dann auch gleich hier, Siemens verwendet 13 Cookies. Und hier oben über den Klick auf dieses Zertifikatsymbol kann man sich dann also auch gleich über das Zertifikat informieren, was hier bei der Siemens AG vorliegt. Das zum Thema Impressum. Zum Schluss noch ein Hinweis zu den E-Mails. E-Mails sind ja eine der beliebtesten Webanwendungen, auch wenn sie mittlerweile etwas weniger häufig verwendet werden, weil die Menschen Instant Messaging einsetzen, also WhatsApp und sowas. Aber auch das ist immer noch gefährlich. Wer in seinem Eifer eine E-Mail raushaut, weil er vielleicht über jemanden verärgert ist oder er antwortet auf etwas, was ihn geärgert hat, das kriegt man nie wieder eingefangen. Wenn das erstmal raus ist, dann hat ein anderer das, was ihr da vielleicht in eurem Zorn abgesondert habt und kann das natürlich dann auch verwenden, auch gegen euch. Deshalb mein Tipp, den ich auch selber immer berücksichtige, wenn ich verärgert bin, dann schreibe ich vielleicht etwas, aber ich sende es nicht ab. Ich schreibe es vielleicht nur als Text und am nächsten Tag, wenn ich darüber nochmal nachgedacht habe und vielleicht ein paar Änderungen angebracht habe, dann sende ich es ab. Das ist also auch wichtig. Alles, was im Internet landet, sei es jetzt auf Webseiten, auf Social Media oder in E-Mails, das ist irgendwo aktenkundig und man kriegt es nicht wieder weg. Ich erinnere da nochmal an die Betrachtung der Entwicklung meiner Website. 20 Jahre kann man da also leicht nachvollziehen und das gilt eben auch für andere Dinge. Das, was ich hier gemacht habe, das ist im Wesentlichen die Moderation der Einträge oder der Beiträge, die im Internet verfügbar sind. Auch das, was ich im vorigen Video über die Schweizer Datensicherheit gesagt habe, über die Website, die dazugehört, ist hochinteressant. All das findet ihr in der Anlage zu diesem Video, in der Arbeitsmappe, die euch da zur Verfügung steht. Da könnt ihr nachschauen. Das wird laufend aktualisiert. Im Übrigen gibt es natürlich dann auch die Texte, die ich hier gesprochen habe, als aufgezeichnetes Transkript und automatische Übersetzung in die Sprachen Englisch, Französisch und Ukrainisch. Findet ihr also auch in der Arbeitsmappe und die Liste mit dem Vokabular. Wobei das Vokabular die einfachen Worte nicht enthält, also das, was man, wenn man Deutsch als Fremdsprache spricht, bis zum mittleren Sprachniveau lernt, das ist da nicht drin, nur das, was darüber hinausgeht.
Wenn ihr bei meiner Aktion mitmachen wollt, die Aktion betrifft die Erstellung von neuartigem Unterrichtsmaterial, dann seid ihr gern eingeladen, da mitzumachen. Ihr findet hier am Ende noch die Kontaktseite. Das wär's für dieses Mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss.